Da bist du ja wieder. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und heute lernst du die zweite Hälfte der Modalpartikeln. Das sind diese kleinen Wörter, die wir eigentlich nur beim Sprechen benutzen und die deiner Aussage eine bestimmte Bedeutung geben können, die nicht wörtlich gemeint ist, sondern etwas abstrakt ist. Ich habe dir auch eine tolle Übersicht mit allen Partikeln gemacht, die du dir kostenlos herunterladen kannst. Der Link ist in der Beschreibung unter diesem Video. Also, bist du bereit? Dann geht's los. Etwa. Meinst du das etwa ernst? Hast du etwa schon wieder deinen Hausschlüssel verloren? Willst du etwa schon nach Hause gehen? Glaubst du etwa, ich wusste das nicht? Hat sie dir etwa nicht Bescheid gegeben? Du siehst, diese Partikel wird immer in Fragen benutzt. Damit kannst du zeigen, dass du etwas nicht glaubst oder Zweifel hast oder sehr überrascht bist. Sie verstärkt eine Frage und kann auch ausdrücken, dass du verärgert oder empört bist, wie die letzten beiden Beispiele zeigen. Zweitens, gar. Das war gar nicht so schwer. Ich habe wirklich gar keine Lust. Er isst gar kein Obst oder Gemüse. Das ist gar kein Problem. Bist du gar nicht erschöpft nach dem Marathon? Fällt dir etwas auf? Diese Partikel nutzt man nur mit Negationen, um diese zu verstärken, und sie bedeutet so viel wie überhaupt oder absolut. Oft drückt sie auch Überraschung oder Verwunderung darüber aus, dass etwas nicht ist. Das ist gar keine schwierige Partikel, oder? Weiter geht's mit ja. Ich lerne ja schon seit 2 Jahren Deutsch, daher kann ich mich gut ausdrücken. Sie wohnt ja in Singapur und sieht ihre Familie deshalb nicht oft. Wir wollen ja im Sommer eine große Reise machen, daher sparen wir fleißig. In diesen Beispielen zeigt die Partikel an, dass wir beide etwas wissen. Du weißt schon, dass ich seit 2 Jahren Deutsch lerne. Wir haben schon mal darüber gesprochen, dass sie in Singapur wohnt oder dass wir eine große Reise machen wollen. Ich bestätige also, dass wir gemeinsames Wissen haben. Ja hat aber auch noch andere Funktionen. Schau dir mal diese Beispiele an. Das ist ja toll. Das ist ja eine schöne Überraschung. Du bist ja pünktlich. Dein Kleid ist ja schön. Woher hast du das? In diesen Ausrufesätzen drückt die Partikel Überraschung oder Erstaunen aus und kann auch ironisch gemeint sein, zum Beispiel, wenn du mal wieder zu spät kommst und ich sage, du bist ja pünktlich. Im Gegensatz, du bist ja pünktlich. Im letzten Video haben wir über die Partikel aber gesprochen und diese Beispiele von ja sind ganz ähnlich. Du könntest hier auch sagen, das ist aber toll. Das ist aber eine schöne Überraschung. Du bist aber pünktlich. Dein Kleid ist aber schön. Woher hast du das? Kommen wir nun zur dritten Funktion von ja. Geh ja nicht nachts alleine durch den Park. Glaub ihm ja nicht, er lügt wie gedruckt. Komm ja nicht zu spät zur Prüfung. Mach das ja nicht nochmal. In Aufforderungen mit dem Imperativ drückt ja eine Warnung oder Drohung aus. Ja zeigt an, dass etwas Negatives passieren könnte und verstärkt diese Aufforderung. Im ersten Video haben wir eine Partikel gesehen, die eine ähnliche Bedeutung hat. Bloß. Vergiss das bloß nicht. Ja, und das waren auch schon die möglichen Bedeutungen von ja. Kommen wir mal zur nächsten Partikel, mal. Kannst du mal kurz kommen? Mensch, hilf mir doch mal. Komm gerne mal vorbei, wenn du Zeit hast. Probier es doch mal aus. Schau mal, was ich mitgebracht habe. Die Partikel mal kennst du ja, oder? Sie ist typisch für Sätze im Imperativ und wird oft zusammen mit doch genutzt. Dadurch wird die Aufforderung freundlicher und weniger streng. Auch Fragen und Bitten werden durch mal unverbindlicher oder freundlicher. Nur.
Was ist nur los mit dir? Du bist so komisch heute. Wohin habe ich nur meine Schlüssel gelegt? Wie konnte mir das nur passieren? Warum bist du nur immer so gestresst? In Fragen drückt nur Verwunderung oder Ratlosigkeit aus und betont das Gefühl, dass man etwas nicht weiß oder sich wundert, was los ist. Man kann nur auch in Aufforderungen nutzen und dort kann es verschiedene Bedeutungen haben. Sei nur vorsichtig, wenn du bei diesem Wetter Fahrrad fährst. Mach das nur nicht wieder. Nur keine Angst. Hast du gemerkt, dass nur in den ersten beiden Beispielen dieselbe Bedeutung hat wie ja und bloß? Es drückt eine Warnung oder eine Drohung aus. Aber im letzten Beispiel bedeutet es, dass etwas kein Problem ist. Weiter geht's mit schon. Was kann ich da schon machen? Wer kann mir da schon helfen? Was willst du schon erreichen? In diesen Fragen drückt die Partikel schon aus, dass wir aufgeben oder keine Hoffnung haben. Sie verstärkt also ein negatives Gefühl. Die Partikel kann aber auch noch weitere Bedeutungen haben. Schau dir mal diese Beispiele an. Das wird schon. Du schaffst das schon. Wenn ich nur lange genug suche, finde ich meinen Schlüssel schon. Die Prüfung wird schon nicht so schwierig, wie du denkst. Was fällt dir auf? In diesen Sätzen drückt die Partikel aus, dass jemand optimistisch oder sicher ist, dass etwas Bestimmtes passieren wird. Sie soll das Gegenüber beruhigen und betonen, dass seine oder ihre Zweifel unnötig sind und dass alles gut wird. Kommen wir nun zur dritten Bedeutung. Jetzt komm schon. Erzähl schon, was ist passiert? Hör schon auf, mich zu nerven. In Aufforderungen drückt schon Ungeduld oder Ärger aus. Puh, ganz schön viele Infos, oder? Aber keine Sorge, du hast es fast geschafft. Denn wir kommen jetzt schon zur letzten Partikel. Vielleicht. Ich war vielleicht nervös. Meine Chefin hat sich vielleicht gefreut. Das war vielleicht ein Schock. Na, was bedeutet vielleicht in diesen Ausrufen? Mit vielleicht kannst du in solchen Sätzen deine große Überraschung oder starkes Erstaunen ausdrücken und verstärkst außerdem die Aussage. Ich war wirklich total nervös. Vielleicht kannst du aber auch noch anders einsetzen. Könntest du mir vielleicht helfen? Kann ich dir vielleicht einen Snack anbieten? Wären Sie so freundlich, mir vielleicht beim Tragen zu helfen? Vielleicht kann Fragen vorsichtiger und damit höflicher klingen lassen. Soll ich dir vielleicht noch mehr Beispiele geben? Aufforderungssätze mit vielleicht können energischer wirken und sogar eine Drohung ausdrücken. Und dabei steht vielleicht am Satzanfang. Vielleicht benimmst du dich jetzt endlich. Vielleicht hilfst du mir mal. Vielleicht machst du mal deine Hausaufgaben. Vielleicht hörst du mir mal zu. Es hat natürlich auch etwas mit Mimik zu tun. Ja, jetzt kennst du die wichtigsten Modalpartikel im Deutschen und ihre Verwendungsweise. Ich verlinke dir hier auch den ersten Teil des Themas, falls du das Video noch nicht gesehen hast. Und wenn auch du authentisches, gesprochenes Deutsch auf einem hohen Niveau verstehen und sprechen möchtest, dann komm in meinen neuen Kurs. Du findest alle Infos in der Beschreibung unter diesem Video. Und das war's auch schon wieder für heute. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal. Deine Julia.